Und damit herzlich willkommen zurück zu 911 Scales. Sind wir am Porsche Zentrum Mannheim. Es ist kalt, aber traumhaftes Wetter und wir haben auch wieder ein traumhaftes Auto. Heute fahren wir das nächste Boxster-Modell. Einen 2015er 981 Boxster GTS. Ja, und das ist noch einer der Sauger ohne OPF. Ich glaube, das wird eine Menge Leute hier richtig interessieren und eine Menge Leute wird dieses Video hoffentlich auch sehr viel Spaß bringen. Super schönes Wetter, dazu natürlich auch das passende Porsche Cabriolet, ein 981 Boxster GTS, außen in Achat Grau, die Räder sind in Platinum. Schauen wir einfach mal kurz drauf, das ist so ein Grau-Mattton, finde ich super schick und super passend zu dem Achat Grau außen. Und im Innenraum haben wir dann eine Kombination aus Alcantara und Leder mit schönen Ziernähten in Silber. Das ist natürlich auch wieder ganz GTS-typisch. Ihr erinnert euch ja sicher noch an den Boxster GTS 4.0, den wir als Schalter getestet haben. Wir haben hier das Porsche Doppelkupplungsgetriebe. Beide Fahrzeuge sind sehr ähnlich. Beides sind 6-Zylinder Saugmotor. Kleine Besonderheit noch bei dem neuen Fahrzeug, bei dem Boxster GTS 4.0, der ist jetzt auch als PDK erhältlich, war vor einiger Zeit nur als Schaltbar verfügbar. Ja, und wenn ihr das 4.0er GTS-Video noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das unbedingt mal an. Das ist schon echt ein krasses Teil. Hat übrigens auch die meisten Views bekommen hier auf YouTube. Übrigens auch jetzt 1000 Abonnenten. Ganz lieben Dank dafür. Aber jetzt springen wir mal hier in den 981er, in den Vorgänger. Ja, Freunde, und damit willkommen im Odenwald. Oh, krasses Teil. Ja, der 981er GTS. Der ist schon einer hier. 3,4 Liter Sauger, kein OPF. Ach, mega Klang, irre. Ja, das Auto erregt bestimmt Aufmerksamkeit hier im Wald. Das ist der Porsche Sound, wie ihr ihn wahrscheinlich alle liebt. Oh, irre. Die Gasannahme ist einfach so das Krasse. Die Gasannahme ist einfach so krass. So mag man das, so will man einen Saugmotor haben. Ohne OPF, der Klang, der schallt einfach mehr von Objekten, von Steinmauern ab und so weiter. Also das im OPF hat das nun mal nicht, aber sonst ist da wenig Unterschied. Aber hier ist das geil. Also der braucht
braucht sich nicht verstecken hinter seinen jüngeren Brüdern und Schwestern hier, der 981er. Straßenlage ist natürlich auch genial. Er schaltet jetzt von allein. Ich habe ihn einfach mal im Sport drinne. Ist das nicht genial? Und der bei so einem Wetter. Irre. Traumhaft, absolut traumhaft. Geil wie sonst was. So geil dieses Auto. Jetzt schon 4 Boxster-Modelle gefahren. Einen Boxster T718er, 718er GTS und 718 GTS 4.0. Der 4.0er wird natürlich jetzt immer der Vergleichswert hier in diesem Video sein, weil die Fahrzeuge einfach an sich sehr ähnlich sind. Jetzt beim 4.0er gibt es natürlich dann auch noch ein PDK. Das heißt, die Fahrzeuge sind sehr ähnlich. Der hier ist aber eine Menge schwächer. 3,4 Liter Saugmotor mit nur 330 PS. Optisch sind die Fahrzeuge auch sehr ähnlich. Also die Front ist natürlich ein bisschen anders. Beim 718er ist die geupdatet. Räder sind sehr ähnlich. Hier in diesem Platinum Seidenglanz Stahlbremsanlage dahinter. Sonst hier aber der ganze Mittelteil ist exakt gleich wie beim 718er. Auch hier das Heck, nur die Heckleuchten sind ein bisschen anders. Aber sonst erkennt man schon wirklich die Verwandtschaft der beiden Fahrzeuge. Hier der Wagen ist in Achatgrau Metallic Farbe, erkennt ihr vielleicht noch aus dem Targa 4 Video. Ist eine richtig geile Farbe, wenn die Sonne so drauf scheint. Da kommen auf einmal ganz viele andere Farben raus, was ja eigentlich ein Grau ist. Ja, sonst typisch GTS ist natürlich vorne die Leuchten sind abgedunkelt. Und hier hinten sind die Leuchten auch abgedunkelt. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Gab es beim 981er, glaube ich, auch wirklich nur auf dem GTS. Auch, was natürlich ich sehr cool finde, ist die alte Sportabgasanlage. Einfach 2 kleine Endrohre unten in der Mitte. So mag ich das am liebsten. Auch wenn das mich beim 4.0er GTS gar nicht mehr so sehr gestört hat. Hier vorne, die Front, die ist auch anders als bei normalen Boxster S oder normalen Boxster. Hier diese Plastikteile mit den LEDs da drin. Und auch hier unten die Lippe, die ist wesentlich prägnanter. Wo dieses Fahrzeug, finde ich, teilweise richtig cool ist hier im Interieur. Also Boxster GTS hat hier natürlich auch das GTS-Paket Interieur verbaut. Heißt, wir haben schönes Alcantara-Lenkrad. Jetzt hier bei den Temperaturen sehr nett. Da friert man sich nicht die Finger ab. Generell bin ich jetzt die ganze Zeit offen hierher gefahren. Also so eine gute halbe Stunde. Ja, bei den Temperaturen, das geht auch. Klimaanlage ist an auf 25 Grad. Bläst an die warme Luft ins Gesicht. Sitzheizung hat er natürlich auch. Hier auch silberne Ziernähte. Oben mit Leder, unten Alcantara und dann Carbon-Zierleisten. Ziemlich geile Sache. Tatsächlich sehr ähnlich wie beim 4.0er GTS. Lasst mich mal in den Kommentaren wissen, welchen ihr besser findet. Jetzt den aktuellen 4.0er GTS oder hier noch den ohne OPF mit einem 3,4 Liter Sauger. Instrumente sind genau wie bei dem 718er. Da hat sich wirklich gar nichts verändert. Heißt einmal hier in der Mitte Drehzahlmesser, Linksgeschwindigkeit und dann haben wir hier natürlich das Display, was wir wieder durchwählen können mit dem macht man das hier in dem, weil der hat ja noch ein anderes Lenkrad, deswegen hat man hier so ein Hebelchen. Man hat keine Walzen wie bei dem aktuellen Modell. Der hier hat große metallene Schaltwippen für das PDK, die haben auch einen richtig langen Weg im Vergleich zu neueren PDKs. Da braucht man einfach mechanisch auch ein bisschen länger dafür, aber es ist trotzdem ein irre schnelles Getriebe, auch wenn es hier schon 5 Jahre alt ist. Was aber sehr schön ist hier, finde ich, an diesem Interieur, die Ziernähte gehen hier bis da oben, hier rum. Das ist wirklich eine richtig feine Sache. Sonst Infotainment altert so langsam, gerade das Navigationssystem, es funktioniert, aber ja, jedes Mobiltelefon macht das in der Zwischenzeit besser. Sonst funktioniert das aber trotzdem noch ganz gut. Also man hat hier schon Touchscreen, kann das bedienen, das geht auch. Aber ja, es ist halt nicht ganz so gut wie im aktuellen Modell, dem 718er oder jetzt gerade im 992, wo der wirklich das aktuellste hat. Ja, da spürt man die 5 Jahre, aber sonst
spürt man diese 5 Jahre, die dieses Auto schon auf dem Buckel hat, wirklich gar nicht. Also hier gerade der Zustand ist wirklich gut. Also die Sitze sehen gut aus. Übrigens Sitze, der hier hat die ganz normalen manuellen Sitze. Nichts Elektrisches. Was aber elektrisch ist, ist die Rückenlehne. Also die kann man sich hier schon mal elektrisch einstellen. Aber sonst ist man hier am Pumpen und am Ziehen, um hoch und runter zu gehen. Aber ja, haben wir einfach viele Boxer und Caymans. Voll elektrische Sitze wären natürlich schöner, aber geht hier auch mit denen. Und man sitzt auch wirklich sehr, sehr gut drin. Also jetzt gerade mal bei der sportlichen Fahrweise auch wirklich keine Probleme gehabt. Ist halt ein Sportwagen und hat Sportwagensitze. So muss das sein. Auch wenn der Wagen natürlich Sportchrono hat. Hier bei dem gibt es noch nicht den schönen Mode Selector. Der wurde erst später beim 718er vorgestellt. Hier unten muss man dafür Sport, Sport Plus und so wählen. Geht aber auch wunderbar. Hier natürlich das Verdeck kann man machen. Wir haben die Sportabgasanlage GTS natürlich typisch. Sport Plus für die Launch Control und eine noch krassere Abstimmung. Und auch hier ist es, wenn man in Sportmodus geht, geht die Sportabgasanlage gleich mit an. Das ist im Prinzip wie auch bei den aktuellen Modellen, wenn man am Mode Selector das wählt. Sport Plus geht dann nochmal die Stufe weiter, hat sogar noch eine Launch Control mit drin. Natürlich der 4.0er, der jetzt natürlich sehr ähnlich ist zu dem hier. Bei dem war natürlich cool, der hat ein Schaltgetriebe. Also das war was ganz anderes, war der erste Schalter, den ich gefahren bin. Der hier jetzt ganz typisch PDK. Sucht man nach einem 981er, egal ob Cayman oder Boxster, geht hier erst mit dem Schaltgetriebe. Da seid ihr ganz schön lange am Suchen. Also da kann man im Prinzip, wenn man da der Porsche-Verkäufer ist und man jemanden hat, der unbedingt einen Schalter haben will, der Verkäufer ist in einer super Position. Also es gibt so wenig Schalter 981er GTS, das ist echt krass. PDK ist natürlich absolut alltagstauglich. Deswegen haben die Leute damals natürlich auch hauptsächlich PDK gewählt, wie sie es heute natürlich auch machen. Und ich denke mal, es wird beim 4.0er Boxster GTS genau dasselbe sein oder Cayman. So, und ich werde mir jetzt mal noch ein bisschen Kaffee suchen. Muss noch ein paar Bilder hier von dem machen. Ich finde, der sieht halt unheimlich gut aus. Ich finde nicht, dass das Auto 5 Jahre alt aussieht. Findet ihr das? Also, ne. Ich finde, das Einzige, woran man das Alter von diesem Auto erkennt, ist eigentlich das Infotainment. Und das Lenkrad sieht ein bisschen älter aus. Aber sonst, gerade von außen, kann man meinen, es wäre auch ein neuer Porsche. Und der Zustand hier ist natürlich auch genial. Ja, es gibt nur ein Argument, was man in so einem Video hervorbringen muss, warum man ein 981 GTS kaufen sollte. Das Triebwerk hier, mega witzig. Ist der irre laut. Irre. Wirklich ein irres Auto. Das muss man schon sagen. Das ist mit jedem Porsche, ne? Bringt immer einen riesen Spaß. Egal welches Auto ich hier in die Finger bekomme, es bringt immer riesen Spaß. Oh, na gut, dass der jetzt hier riesen Spaß bringt, das war keine Überraschung. Das ist echt wieder mega geil. Also. Hier braucht man auch gar nicht Vor- und Nachteile aufzählen bei diesem Auto. Warum will man so einem Auto? Wegen dem Klang. Das ist alles, worum es sich hier beim 981er dreht. Und das ist schon witzig. Also es ist einfach witzig und amüsant. Ob das jetzt persönlich mein Favorit ist unter den Boxstern, ist er wahrscheinlich nicht. Ich mag die modernere Version eher mehr. Aber wer Klang will, Leute, da ist der das hier. Wirklich, der ist es hier. Der ist einfach nur krass.
mal wieder gefallen. Das nächste Auto, was kommt, ist mal ein ganz anderer Antriebsstrang. Also bleibt gespannt, lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!